Wenn ich Ihnen sagen würde, dass die Scheidung mein Leben gerettet hat, würden Sie mir glauben? Die meisten Menschen denken, dass eine Scheidung nur Schmerz bedeutet. Aber für mich war sie der Beginn meiner Freiheit. Lassen Sie mich Ihnen erzählen, wie alles begann. Meine Geschichte mag seltsam klingen, aber jedes Wort ist wahr. Das ist das Leben, das ich gelebt habe. Das Leben, das ich für perfekt hielt und das mich fast zerstört hätte. Mein Name ist Alisa. Ich bin schon sehr alt und lebe in den Vereinigten Staaten. Die Leute sehen mich oft und sagen, ich sei stark. Aber ich möchte Ihnen die Wahrheit erzählen. Ich möchte Ihnen von meinem Weg erzählen, von meinem bisherigen Leben. Ich war viele Jahre verheiratet. Mit viele Jahre meine ich fast mein ganzes Leben. Ich kam als junge Braut mit Träumen in dieses Haus, aber diese Träume verwandelten sich langsam in Pflichten. Vom ersten Morgen meiner Ehe bis zum letzten Tag mit meinem Mann lebte ich für ihn. Ich kochte 3 Mahlzeiten am Tag. Ich bügelte seine Hemden. Ich putzte die Böden. Ich hielt alles in Ordnung, damit er nie einen Finger rühren musste. Die Leute lobten mich als gute Ehefrau, und ich dachte, das sei meine Identität. Ich glaubte, mein Wert liege darin, ihm zu dienen. Ich habe nie etwas für mich selbst verlangt. Ich habe mir ohne seine Erlaubnis keine Kleidung gekauft. Ich habe mich nicht mit Freunden getroffen, ohne ihm davon zu erzählen. Meine Tage begannen mit seinen Bedürfnissen und endeten mit seiner Laune. Manchmal war ich müde, manchmal war ich krank, aber ich redete mir ein, dass das Liebe sei. Ich redete mir ein, dass eine Ehefrau Opfer bringen müsse. Ich dachte, wenn er glücklich war, war ich auch glücklich. Dieser Glaube war so tief in mir verwurzelt, dass ich nie an ein Leben ohne ihn gedacht habe. Sie fragen sich vielleicht, ob ich mich nicht gefangen gefühlt habe. Die Wahrheit ist, dass ich nicht wusste, dass ich gefangen war. Ich dachte, dieses Leben sei normal. Ich dachte, Liebe bedeute, alles zu geben und nichts zu erwarten. Ich dachte, Stille sei Frieden. Wenn ich jetzt zurückblicke, wird mir klar, wie blind ich war. Aber damals glaubte ich, dass dies die einzige Art zu leben sei. Es gab Momente, in denen ich sagen wollte, dass ich müde bin, aber ich schluckte meine Worte herunter. Es gab Nächte, in denen ich über meine Gefühle sprechen wollte, aber er war immer mit sich selbst beschäftigt. Ich wartete darauf, dass er mich bemerkte, dass er mich fragte, wie ich mich fühlte. Aber dieser Moment kam nie. Trotzdem habe ich mich nie beschwert. Ich dachte, vielleicht sind alle Ehen so. Vielleicht bin ich zu schwach, um mehr zu verlangen. Ich erinnere mich an einen Tag, an dem ich Fieber hatte. Mein Körper brannte. Mein Kopf war schwer, aber er bat mich, seine Kleidung zu bügeln. Ich stand da mit Tränen in den Augen und bügelte sein weißes Hemd, während meine Hände zitterten. Ich wollte, dass er sagte, lass es sein. Du musst dich ausruhen. Stattdessen sagte er, lass keine Falten zurück. An diesem Tag spürte ich, wie etwas in mir zerbrach, aber dennoch wehrte ich mich nicht. Ich sagte mir, das ist meine Pflicht. Mein Leben wurde zu einem Muster. Aufwachen, kochen, putzen, servieren, schlafen, jeden Tag aufs Neue. Ich verlor mich selbst. Ich vergaß, was ich mochte, was ich wollte, was mich zum Lächeln brachte. Außenstehende dachten, wir hätten eine perfekte Ehe. Sie sagten, schau sie dir an. Sie kümmert sich so gut um ihn. Sie hat so viel Glück. Glück. Dieses Wort traf mich wie ein Messerstich. Denn tief in meinem Inneren fühlte ich mich leer. Ich hatte kein Glück. Ich war verloren. Aber ich hielt an der Hoffnung fest.
Ich sagte mir immer wieder, eines Tages wird er sehen, wie sehr ich ihn liebe. Eines Tages wird er mir danken. Ich wartete jahrelang, aber dieser Tag kam nie. Stattdessen kam etwas anderes. Etwas, das mein Leben auf den Kopf stellte. Eines Abends saß er am Tisch. Sein Gesicht war ernst, seine Augen kalt. Ich dachte, vielleicht sei er wegen der Arbeit verärgert. Ich fragte ihn leise, ob er Tee möchte. Er schüttelte den Kopf und sagte Worte, die ich nie zu hören geglaubt hätte. Ich will die Scheidung. Zuerst lachte ich nervös. Ich dachte, er mache einen Scherz. Wie konnte er das nach so vielen Jahren sagen? Aber sein Gesichtsausdruck veränderte sich nicht. Meine Hände zitterten, meine Stimme brach. Ich flehte ihn an. Ich sagte, wir können das hinbekommen. Ich werde mich ändern. Ich werde mich mehr anstrengen. Ich war bereit, mich noch weiter zu verbiegen. Auch wenn ich mich bereits bis zum Boden verbogen hatte, hörte er mir nicht zu. Er hatte sich entschieden. Er sagte, er wolle seine Freiheit. Er sagte, er sei müde. Müde. Diese Worte fühlten sich wie Gift an. Müde wovon? Ich hatte ihm alles gegeben. Was wollte er noch mehr? In dieser Nacht weinte ich wie ein Kind. Ich hielt seine Hand. Ich flehte ihn an, nicht zu gehen, aber er zog sich zurück. Der Mann, für den ich jede Sekunde meines Lebens gelebt hatte, ging fort. Und ich konnte nichts tun, um ihn aufzuhalten. Ich hatte das Gefühl, meine ganze Welt würde zusammenbrechen. Ich wollte schreien, aber es kam kein Ton heraus. Ich wollte weglaufen, aber meine Beine waren schwer. Es war der hilfloseste Moment meines Lebens. In den nächsten Tagen versuchte ich ihn aufzuhalten. Ich kochte seine Lieblingsgerichte. Ich sprach sanft mit ihm. Ich betete. Ich dachte, vielleicht würde er seine Meinung ändern. Aber nichts half. Die Papiere wurden unterschrieben. Meine Ehe endete mit ein paar Federstrichen. Einfach so wurden Jahrzehnte der Aufopferung weggeworfen. Wissen Sie, wie es sich anfühlt, wenn Ihr ganzes Leben in einem Augenblick verschwindet? Es ist, als stünde man ohne Schutz in einem Sturm. Es ist, als würde man ertrinken und niemand würde einem die Hand reichen. So ging es mir. Eine Frau, die alles gegeben hatte, stand nun mit leeren Händen da. Und doch möchte ich Ihnen etwas sagen. Dieser Moment, so schmerzhaft er auch war auch der Beginn meiner wahren Geschichte. Damals wusste ich das noch nicht. Damals sah ich nur Dunkelheit. Aber das Leben hatte einen Plan für mich. Einen Plan, den ich nicht sehen konnte, aber einen Plan, der mich eines Tages befreien würde. Hier beginnt meine Reise. Dies ist die Geschichte, wie ich alles verlor und wie dieser Verlust mir die Tür zu einem Leben öffnete, das ich mir nie hätte vorstellen können. Ich erinnere mich noch an die Nacht, in der er es sagte. Die Worte trafen mich wie ein Schlag. Richard sah mich an und sagte, er wolle die Scheidung. Seine Stimme war ruhig, aber meine Welt brach zusammen. Ich dachte, es sei ein böser Traum. Ich dachte, er würde seine Worte zurücknehmen, aber das tat er nicht. Er sah mich mit kalten Augen an, ohne Mitgefühl. Ich flehte ihn an. Ich sagte ihm, ich könnte mich ändern. Ich sagte ihm, wir könnten es noch einmal versuchen. Ich versprach, mich mehr anzustrengen. Ich versprach, sogar das wenige aufzugeben, das ich für mich behalten hatte. Ich war bereit, alles zu verlieren, wenn er dafür bei mir bleiben würde. Aber nichts bewegte ihn. Sein Herz war weit weg. Ich hielt seine Hände und weinte. Ich bat ihn, sich an unsere gemeinsamen Jahre zu erinnern. Ich erinnerte ihn an das Zuhause, das wir aufgebaut hatten. Ich erinnerte ihn an die Liebe, die ich ihm gegeben hatte. Aber er sagte nichts, was mir Hoffnung gab.
Er sagte nur, er sei müde. Er sagte nur, er wolle Frieden. Ich konnte das nicht verstehen. Wie konnte Frieden bedeuten, mich zu verlassen? In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich saß auf dem Bett und weinte, bis mein Körper zitterte. Ich wollte schreien, aber es kam kein Ton heraus. Ich wollte weglaufen, aber meine Beine fühlten sich schwach an. Ich drückte mein Gesicht in das Kissen, das von Tränen nass war. Ich fühlte mich wie ein Kind, das auf einmal alles verloren hatte. Am Morgen versuchte ich es erneut. Ich kochte sein Lieblingsessen. Ich lächelte, als er hereinkam. Ich sprach sanft mit ihm, in der Hoffnung, er würde weich werden, aber er aß schweigend. Er sah mich an, als wäre ich gar nicht da. Mein Herz brach erneut. Tagelang versuchte ich es weiter. Ich betete in der Nacht. Ich flehte ihn am Morgen an. Ich sagte ihm, dass ich ohne ihn nicht leben könnte. Aber seine Augen verrieten mir die Wahrheit. In seinem Herzen hatte er mich bereits verlassen. Sein Körper war da, aber seine Liebe war verschwunden. Eines Abends legte er Papiere auf den Tisch, Scheidungspapiere. Meine Hände zitterten, als ich sie berührte. Ich bat ihn, es nicht zu tun. Ich sagte, wir könnten die Dinge wieder in Ordnung bringen. Er sagte, es sei zu spät. Er sagte, nichts könne seine Meinung ändern. Meine Brust brannte. Ich dachte, ich würde keine Luft mehr bekommen. Ich versuchte es hinauszuzögern. Ich sagte ihm, ich bräuchte mehr Zeit. Er sagte, ich könne mir ein paar Tage Zeit nehmen, aber das würde nichts ändern. Er war sich sicher. Seine Stimme war ruhig. Meine war gebrochen. Ich hatte das Gefühl, einen Krieg zu führen, den ich nicht gewinnen konnte. Als ich die Papiere schließlich unterschrieb, fühlte es sich an wie der Tod. Ich sah meinen Namen neben seinem, für immer getrennt. Der Stift rutschte mir aus der Hand, aber ich schrieb trotzdem weiter. Meine Tränen fielen auf das Papier. Ich wollte es zerreißen, aber es war zu spät. Jahre der Ehe endeten mit ein paar Strichen. Danach sah ich zu, wie er seine Sachen packte. Er nahm seine Kleidung, seine Bücher, seine Sachen. Ich stand in der Ecke und konnte mich nicht bewegen. Jeder Gegenstand, den er in die Tasche steckte, fühlte sich wie ein Teil von mir an. Ich wollte schreien, »Hör auf! Das ist auch mein Leben!« Aber ich sagte nichts. Meine Lippen wollten sich nicht bewegen. Als er zur Tür hinausging, folgte ich ihm mit meinen Augen. Er schaute nicht zurück. Er hielt nicht inne. Er ging, als wäre ich nichts. Die Tür schloss sich, und mit diesem Geräusch brach meine Welt zusammen. Ich fiel zu Boden und weinte, bis ich keine Luft mehr bekam. Ich fühlte mich, als wäre meine Seele zerrissen worden. Die folgenden Tage waren noch schlimmer. Ich ging wie ein Geist durch das Haus. Ich berührte seine Hemden, die noch im Schrank hingen. Ich roch daran und weinte. Ich saß am Tisch und schaute auf seinen leeren Stuhl. Ich kochte Tee und schenkte versehentlich 2 Tassen ein. Dann fiel mir ein, dass er nicht mehr da war. Der Schmerz war scharf. Die Leute riefen mich an. Einige gaben mir Ratschläge. Einige sagten mir, ich solle weitermachen. Einige sagten, ich sei jetzt frei. Ihre Worte taten mir noch mehr weh. Sie kannten mein Herz nicht. Sie wussten nicht, dass ich ihm mein ganzes Leben gewidmet hatte. Ohne ihn fühlte ich mich wertlos. Die Nächte waren am schlimmsten. Ich lag im Bett und starrte auf den leeren Platz neben mir. Ich umarmte das Kissen und tat so, als wäre er es. Ich schloss die Augen und hoffte, aufzuwachen und festzustellen, dass es nur ein Traum gewesen war. Aber jeden Morgen holte mich die Realität wieder ein. Er war fort. Ich gab mir selbst die Schuld. Ich fragte mich, was ich falsch gemacht hatte.
Hatte ich ihn nicht genug geliebt? War ich nicht freundlich genug gewesen? Ich suchte nach Antworten, aber es gab keine. Die Wahrheit war einfach. Er wollte gehen. Er hatte sich entschieden, wegzugehen. Und ich konnte nichts dagegen tun. Ich dachte, meine Geschichte wäre an diesem Tag zu Ende gegangen. Ich dachte, ich würde den Rest meines Lebens in Dunkelheit verbringen. Aber ich irrte mich. Das Leben hatte andere Pläne für mich. Ich konnte sie nur noch nicht erkennen. Aber etwas Neues wartete auf mich. Der Tag, an dem meine Welt zusammenbrach, war der Tag, an dem meine neue Geschichte begann. Liken, abonnieren und teilen. Als Richard ging, wurde meine Welt still. Das Haus fühlte sich schwer an, aber es waren nicht die Wände. Es war mein Herz. Ich saß stundenlang an einem Ort und wusste nicht, was ich tun sollte. Ich wartete darauf, dass er zurückkam. Ich wartete auf das Geräusch seiner Schritte, auf seine Stimme, die meinen Namen rief. Aber es kam nichts, nur Stille. Die erste Nacht allein war endlos. Ich lag im Bett und drehte mich immer wieder zu der Seite, auf der er einst geschlafen hatte. Ich streckte meine Hand aus, aber der Platz war leer, kalt. Ich umarmte das Kissen und weinte, bis mir die Kehle wehtat. Meine Tränen wollten nicht aufhören. Meine Brust schmerzte, als würde sie zerbrechen. Ich dachte, so wird mein Leben enden, allein, weinend, vergessen. Der Morgen kam, aber er spendete mir keinen Trost. Ich saß mit einer Tasse Tee am Tisch. Ich hatte versehentlich 2 Tassen gemacht. Dann fiel mir ein, dass er nicht da war. Ich starrte auf die 2. Tasse, bis der Tee kalt wurde. Ich schüttete ihn weg, aber der Schmerz blieb. Tag für Tag wiederholte ich dasselbe. Aufwachen, weinen, sitzen und warten. Ich hatte keine Energie, ich hatte keinen Hunger, das Essen hatte keinen Geschmack. Mein Körper wurde schwächer, aber es war mir egal. Ich sagte mir, warum essen? Warum leben, wenn der Mensch, für den man gelebt hat, nicht mehr da ist? Ich traf mich nicht mehr mit anderen Menschen. Ich ging nicht mehr ans Telefon. Wenn Nachbarn anklopften, tat ich so, als wäre ich nicht zu Hause. Ich wollte ihr Mitleid nicht. Ich wollte ihre Ratschläge nicht. Ich wollte nur Richard. Und er war fort. Nachts hörte ich Stimmen in meinem Kopf. Sie sagten, ich sei wertlos. Sie sagten, ich sei alt. Sie sagten, niemand brauche mich. Ich glaubte diesen Stimmen. Ich glaubte, dass ich ohne ihn nichts war. Ich zog mir die Decke über den Kopf und weinte, bis mein Körper zitterte. Ich konnte nie leicht einschlafen. Ich schloss die Augen, aber Erinnerungen an ihn füllten meinen Kopf. Sein Lachen, seine Stimme, seine Berührungen. Dann erinnerte ich mich an seine letzten Worte. Ich will die Scheidung. Die Erinnerung stach mir immer wieder ins Herz. Wochen wurden zu Monaten, 6 Monate voller Schmerz, 6 Monate voller Einsamkeit. Ich zählte die Tage, aber sie fühlten sich alle gleich an. Jeder Tag war dunkel, jede Nacht war lang. Die Zeit verging, aber ich blieb stecken. Meine Familie hielt Abstand. Sie wussten nicht, wie sie mit mir umgehen sollten. Einige Freunde versuchten mir zu sagen, ich hätte Glück, frei zu sein. Ihre Worte taten mir noch mehr weh. Frei. Ich fühlte mich nicht frei. Ich fühlte mich gebrochen. Ich fühlte mich leer. Eines Abends ging ich an einem Spiegel vorbei. Ich blieb stehen. Ich sah mein eigenes Gesicht. Meine Augen waren rot. Meine Haut war blass. Meine Lippen zeigten kein Lächeln. Ich starrte mich lange an. Ich flüsterte, »Wer bist du jetzt?« Ich hatte keine Antwort. Ohne ihn war ich niemand. Zumindest glaubte ich das. Aber selbst in den dunkelsten Nächten weigerte sich eine kleine Stimme in mir zu verstummen. Sie flüsterte, »Du bist immer noch hier, Alisa.«
du lebst. Ich versuchte, es zu verdrängen. Ich versuchte, es zum Schweigen zu bringen, aber die Stimme kam zurück. Sie kam, wenn ich weinte. Sie kam, wenn ich allein saß. Sie sagte, deine Geschichte ist noch nicht zu Ende. Ich glaubte ihr nicht, aber diese Worte gaben mir etwas, einen winzigen Funken, einen Grund, morgens meine Augen zu öffnen, einen Grund, einen weiteren Tag zu atmen. 6 Monate voller Schmerz vergingen. Aber in diesem Schmerz veränderte sich etwas in mir. Mir wurde klar, dass ich, wenn ich diese Monate überstehen konnte, alles überstehen konnte. Das Schlimmste war bereits geschehen. Richard hatte mich verlassen. Meine Ehe war gescheitert. Und doch atmete ich noch. Ich will nicht sagen, dass ich damals stark war. Das war ich nicht. Aber ich war am Leben. Und am Leben zu sein bedeutete, dass es noch eine Chance gab. Eine Chance auf etwas Neues. Eine Chance für mich. Am Ende dieser 6 Monate stand ich wieder vor demselben Spiegel. Meine Augen waren immer noch müde. Aber dieses Mal stellte ich mir eine neue Frage. Was, wenn mein Leben noch nicht vorbei ist? Was, wenn dies nur der Anfang ist? Dieser Gedanke blieb mir im Kopf. Er war klein, aber er reichte aus, um mein Herz zu verändern. Ich beschloss, dass ich den Rest meines Lebens nicht in Tränen versinken lassen durfte. Ich musste es versuchen. Ich musste herausfinden, wer ich ohne ihn war. Diese 6 Monate der Dunkelheit haben mich nicht umgebracht. Sie haben mich geprägt. Sie haben mich vorbereitet. Sie haben mich bereit gemacht für den nächsten Abschnitt meines Lebens. Ich dachte, meine Geschichte würde in Trauer enden. Aber das Schicksal hielt eine andere Seite für mich bereit, wie Abonnieren und Teilen. 6 Monate waren vergangen. 6 Monate des Weinens, des Bettelns um Antworten bei Gott, des Gefühls, ein Schatten zu sein. Ich dachte, ich würde nie wieder aufstehen können. Aber eines Morgens geschah etwas. Ich ging langsam durch das Haus. Meine Augen waren müde. Meine Schritte waren schwer. Ich blieb vor dem Spiegel stehen. Zuerst wollte ich nicht hinsehen. Ich hasste mein Spiegelbild. Aber ich zwang mich dazu. Ich hob den Kopf. Ich sah mein eigenes Gesicht an. Ich sah eine Frau, die ich nicht kannte. Ihre Augen waren geschwollen. Ihre Haut war blass. Ihre Lippen waren schwach. Ich flüsterte mir selbst zu. »Wer bist du?« Die Stimme war so leise, aber sie erschütterte mich innerlich. Jahrelang war ich nur seine Frau gewesen. Das war meine Identität. Ich hatte für Richard gelebt. Ich hatte für seine Bedürfnisse, seine Launen, seine Entscheidungen gelebt. Jetzt war er weg. Und mir blieb nichts mehr. Ich stand lange Zeit da. Tränen füllten meine Augen, aber ich wandte meinen Blick nicht ab. Ich fragte mich immer wieder, wer bist du, Alisa? Wer bist du ohne ihn? Das war das erste Mal seit Jahren, dass ich mit mir selbst sprach. Es fühlte sich seltsam an. Es fühlte sich schmerzhaft an, aber auch neu. Mir wurde klar, dass ich mir diese Frage noch nie gestellt hatte. Ich hatte mich nie als eigenständige Person betrachtet. Ich war immer ein Teil von ihm, seine Frau, sein Schatten, seine Helferin, niemals ich selbst. Der Spiegel gab keine Antwort, aber die Frage blieb. Ich ging weg, aber die Worte folgten mir. Wer bin ich? Wer bin ich jetzt? An diesem Tag konnte ich nicht aufhören, darüber nachzudenken. Ich erinnerte mich an das kleine Mädchen, das ich einmal war. Ich erinnerte mich an Träume, die ich einmal hatte. Ich erinnerte mich daran, dass ich früher gesungen hatte. Ich hatte früher gelacht. Ich wollte mehr. Irgendwann auf meinem Weg habe ich all das verloren. Ich habe es weggegeben. Ich habe es unter meiner Pflicht begraben.
Ich weinte wieder. Aber diesmal waren die Tränen anders. Sie waren nicht nur für Richard. Sie waren für mich. Für die Frau, die ich vergessen hatte. Für das Leben, das ich geopfert hatte. Für die Jahre, die ich nie zurückbekommen würde. An diesem Abend saß ich am Tisch und schrieb in ein kleines Notizbuch. Ich schrieb eine Zeile. Ich bin noch da. Meine Hand zitterte, aber die Worte waren klar. Ich bin noch da. Es war noch keine Stärke. Es war noch kein Mut, aber es war ein Anfang. Am nächsten Morgen schaute ich wieder in den Spiegel. Mein Gesicht war dasselbe, aber ich sprach laut. Ich sagte, Alisa, du bist nicht weg. Du bist nicht nur seine Frau. Du bist du. Der Klang meiner eigenen Stimme überraschte mich. Sie war schwach, aber sie war echt. Ich hatte mich schon so lange nicht mehr gehört. Ich berührte das Glas und flüsterte, ich werde dich wiederfinden. Dieses Versprechen wurde zu meinem neuen Atemzug. Es war klein, aber es hielt mich aufrecht. Die Dunkelheit war immer noch da. Der Schmerz war immer noch scharf. Aber jetzt gab es auch eine Frage. Eine Frage, die eine Tür öffnete. Wer bin ich, wenn ich nicht seine Frau bin? Ich hatte noch keine Antwort, aber ich war bereit, danach zu suchen. Das war der Tag, an dem sich mein Leben zu verändern begann. Nicht in großen Schritten, nicht mit plötzlicher Freude, sondern mit einer Frage im Spiegel. Eine Frage, die mir die Kraft gab, neu anzufangen. Liken, abonnieren und teilen. Die Frage im Spiegel blieb mir im Gedächtnis. Wer bin ich? Wer bin ich ohne ihn? Ich konnte sie nicht vergessen. Sie begleitete mich durch die Tage. Sie flüsterte mir nachts zu. Sie machte mich unruhig, aber sie weckte auch etwas in mir. Eines Morgens saß ich am Tisch. Ich hielt einen Stift in der Hand. Ich öffnete ein Notizbuch und schrieb wieder. Diesmal schrieb ich mehr als eine Zeile. Ich schrieb, ich bin noch da, ich möchte leben, ich muss mich selbst finden. Die Worte sahen auf dem Blatt seltsam aus, aber sie gaben mir Kraft. Ich beschloss, eine kleine Sache zu tun. Etwas nur für mich. Zum ersten Mal seit Jahren kochte ich ein Essen, das mir schmeckte. Nicht sein Lieblingsessen. Nicht etwas, das er wollte, sondern nur meines. Ich saß am Tisch und aß langsam. Tränen traten mir in die Augen, weil es sich neu anfühlte. Es fühlte sich an, als würde ich mich selbst ernähren und nicht nur überleben. Am nächsten Tag schaute ich auf meine Hände. Dieselben Hände hatten für ihn gewaschen, geputzt, gebügelt und serviert. Jetzt wollte ich, dass sie für mich arbeiteten. Ich fragte mich, was kann ich mit diesen Händen tun? Dann fiel mir etwas ein. Vor Jahren habe ich gerne genäht. Ich liebe es, kleine Dinge aus Stoff zu machen, aber ich habe es aufgegeben. Richard sagte mir einmal, es sei Zeitverschwendung, also habe ich damit aufgehört. Diese Erinnerung brachte mich zum Weinen. Aber nach den Tränen spürte ich einen Funken. Ich ging zum Schrank. Ich fand eine alte Schachtel mit Nadeln und Faden. Meine Finger zitterten, als ich sie wieder berührte. Ich begann, ein kleines Stück Stoff zu nähen. Es war einfach, aber es fühlte sich wie Leben an. Dieser kleine Stich war mein erster Schritt. Die Nadel ging rein und raus, und mit jeder Bewegung spürte ich, wie ein Stück von mir zurückkam. Ich war nicht schnell, ich war nicht perfekt, aber ich war lebendig. In den folgenden Tagen fertigte ich weitere kleine Dinge an. Eine Stofftasche, einen Schal, eine kleine Tischdecke. Ich sah sie an und lächelte zum ersten Mal seit Monaten. Ich dachte, das bin ich, das ist meine Arbeit, das ist meine Entscheidung. Eines Nachmittags kam eine Nachbarin zu Besuch. Sie sah eines der Stücke, die ich angefertigt hatte. Sie fragte mich, ob ich auch eines für sie machen könnte.
Zuerst war ich schüchtern. Ich sagte, ich sei nicht gut genug, aber sie bestand darauf. Sie gab mir ein wenig Geld dafür. Meine Hände zitterten, als ich die Scheine hielt. Es war nicht viel, aber es gehörte mir. Geld aus meiner Arbeit, Geld aus meiner Zeit. In dieser Nacht saß ich im Bett und starrte das Geld an. Ich flüsterte, Alissa, du kannst das. Du kannst auf eigenen Beinen stehen. Es ging nicht um das Geld an sich. Es ging um das Gefühl. Zum ersten Mal war ich nicht nur eine Ehefrau. Ich war eine Person, die etwas schaffen, Geld verdienen und Entscheidungen treffen konnte. Langsam sprach sich das herum. Andere Frauen baten mich, Dinge für sie anzufertigen. Sie lobten meine Arbeit. Sie sagten mir, ich hätte Talent. Ich empfand etwas Neues. Respekt. Nicht die Art von Respekt, um die ich Richard angefleht hatte, sondern die Art, die mir aufgrund meiner Fähigkeiten entgegengebracht wurde. Jedes Mal, wenn ich mit meinen Händen arbeitete, fühlte ich mich leichter. Jedes Mal, wenn jemand über meine Kreation lächelte, fühlte ich mich gesehen. Jedes Mal, wenn ich ein wenig Geld verdiente, fühlte ich mich frei. Aber es ging nicht nur ums Nähen, es ging um Zeit. Jahrelang gehörte meine Zeit nicht mir. Jede Stunde gehörte ihm. Jetzt, selbst wenn ich allein war, gehörten diese Stunden mir. Ich konnte sie nutzen, wie ich wollte. Diese Freiheit machte mir zunächst Angst, aber dann gab sie mir Frieden. Ich erkannte, dass ich nicht mehr um Wert bitten musste. Ich konnte mir selbst Wert geben. Ich konnte entscheiden, was wichtig war. Ich konnte entscheiden, was ich tun wollte. Es war nicht einfach. Ich weinte immer noch nachts. Ich vermisste ihn manchmal immer noch. Ich spürte immer noch den Schmerz, verlassen worden zu sein. Aber ich spürte auch, wie etwas Neues in mir wuchs. Kraft, Hoffnung, Freiheit. Eines Abends schaute ich wieder in den Spiegel. Ich berührte das Glas und flüsterte, du findest dich selbst, Alissa. Du bist mehr als deine Frau. Du bist du. Diesmal glaubte ich ein bisschen mehr daran. Die ersten Schritte waren klein. Eine Mahlzeit für mich selbst. Ein Stich in Stoff. Das Lächeln eines Nachbarn. Ein bisschen Geld in meiner Hand. Aber diese kleinen Schritte trugen mich voran. Sie trugen mich aus der Dunkelheit heraus. Ich lernte, dass ich leben konnte. Ich lernte, dass ich sogar aufstehen konnte. Und das war erst der Anfang. Like, abonnieren und teilen. Ich hätte nie gedacht, dass kleine Schritte ein Leben verändern können. Aber nach und nach begann meine Arbeit zu wachsen. Zuerst war es nur ein Nachbar, dann ein weiterer. Bald kamen Menschen zu mir, die ich nicht einmal kannte. Sie wollten die Dinge, die ich hergestellt hatte. Sie sagten, meine Arbeit sei etwas Besonderes. Sie sagten, sie sei mit Sorgfalt gemacht. Als ich zum ersten Mal richtiges Geld verdiente, saß ich da und starrte es lange an. Es ging nicht um die Geldscheine. Es ging um die Bedeutung. Jahrelang hatte ich ohne Bezahlung und ohne Dank gearbeitet. Jetzt gab mir die Welt zum ersten Mal etwas zurück. Ich sparte das Geld in einer kleinen Schachtel. Jede Woche kam etwas dazu. Jedes Mal, wenn ich die Schachtel öffnete, war ich stolz. Es war der Beweis, dass ich auf eigenen Beinen stehen konnte. Der Beweis, dass ich nicht mehr hilflos war. Der Beweis, dass ich ohne ihn leben konnte. Die Aufträge kamen immer weiter. Ich begann, länger zu arbeiten, aber diesmal fühlte es sich nicht wie Sklaverei an. Es fühlte sich wie eine Berufung an. Jeder Stich war meiner. Jedes Design war meines. Jedes Stück trug einen Teil von mir in sich. Wenn die Leute lächelten und meine Arbeit lobten, fühlte ich mich lebendig. Ich verwendete das Geld, um mehr Material
und bessere Werkzeuge zu kaufen. Ich investierte in mich selbst, etwas, das ich noch nie zuvor getan hatte. Mit jedem Schritt wuchs mein Geschäft. Mit jedem Schritt wuchs mein Selbstvertrauen. Bald verdiente ich mehr, als ich mir jemals vorgestellt hatte. Meine Ersparnisse wuchsen. Ich bezahlte Rechnungen ohne Angst. Ich kaufte Dinge, ohne um Erlaubnis zu fragen. Ich spürte eine Kraft, die ich nie zuvor gekannt hatte. Die Kraft der Freiheit. Aber das Beste war nicht nur das Geld, es war der Respekt. Frauen aus der Gemeinde kamen zu mir. Sie fragten mich, wie ich angefangen hatte. Sie fragten mich, wie ich weitergemacht hatte. Sie sagten, ich sei eine Inspiration. Ich sah sie an und lächelte mit Tränen in den Augen. Ich, Alisa, die einst dachte, das Leben sei vorbei, gab nun anderen Hoffnung. Ich begann, Menschen zu helfen. Ich schenkte Frauen, die wenig hatten, kostenlose Stücke. Ich teilte einen Teil meines Verdienstes mit Familien, die zu kämpfen hatten. Ich hörte mir ihre Probleme an und erzählte ihnen meine Geschichte. Ich sagte, wenn ich es schaffen kann, kannst du es auch. Je mehr ich gab, desto reicher fühlte ich mich. Nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch im Geiste. Ich war nicht mehr leer. Ich war erfüllt. Erfüllt von Sinn, erfüllt von Leben. Eines Tages schrieb eine Lokalzeitung über mich. Sie nannten mich eine Frau mit Mut. Sie schrieben darüber, wie ich mich nach der Scheidung wieder aufgebaut hatte. Als ich den Artikel las, weinte ich. Nicht aus Traurigkeit, sondern weil mein Leben, das sich einst wertlos angefühlt hatte, nun in den Augen anderer einen Wert hatte. Bald wurde ich eingeladen, vor Gruppen zu sprechen. Ich stand vor Frauen, die die Hoffnung verloren hatten. Ich erzählte ihnen meine Geschichte. Ich erzählte ihnen von den Schmerzen, von den Nächten voller Tränen, von dem Spiegel, der mich fragte, wer ich sei. Und ich erzählte ihnen von den kleinen Schritten, dem ersten Stich, dem ersten Segel, dem ersten Lächeln. Sie hörten mir mit offenem Herzen zu. Einige weinten mit mir, andere umarmten mich danach. Sie sagten mir, meine Worte hätten ihnen Kraft gegeben. Da wurde mir klar, dass meine Geschichte nicht nur meine eigene war. Sie war ein Geschenk für andere. Reichtum gibt es in vielen Formen. Geld, Respekt, Freiheit, Frieden. Ich hatte jetzt alles davon. Nicht wegen ihm, nicht wegen jemand anderem, sondern weil ich mich entschieden hatte, aufzustehen. Weil ich mich entschieden hatte, zu leben. Es gab immer noch Momente, in denen ich mich an den Schmerz erinnerte. Aber diese Erinnerungen beherrschten mich nicht mehr. Sie wurden zu Treibstoff. Sie erinnerten mich daran, wie weit ich gekommen war. Ich war nicht mehr die Frau, die um Liebe bettelte. Ich war nicht mehr die Ehefrau, die in Angst lebte, verlassen zu werden. Ich war Lisa, stark, unabhängig, frei. Wenn ich jetzt in den Spiegel schaute, fragte ich nicht mehr, wer bist du? Ich kannte die Antwort. Ich lächelte und sagte, du bist genug, du bist mehr als genug. Der Erfolg hatte mein Leben verändert, aber mehr noch, die Freiheit hatte mir Frieden geschenkt. Ich lebte nicht mehr in Dunkelheit, ich lebte im Licht, das ich selbst geschaffen hatte. Und das war erst der Anfang. Ich war nicht mehr die Frau, die jede Nacht weinte. Ich war nicht mehr die Frau, die in Stille lebte. Ich hatte mich selbst gefunden. Ich hatte etwas Eigenes aufgebaut. Die Menschen respektierten mich. Frauen sahen mich als Vorbild. Ich hatte Reichtum. Ich hatte Freiheit. Und ich hatte Frieden. Dann, eines Abends, passierte etwas, von dem ich nie gedacht hätte, dass es wieder passieren würde. Richard kam zurück. Ich saß am Tisch, als ich das Klopfen hörte. Mein Herz setzte einen Schlag aus. Als ich die Tür öffnete,
sah ich ihn. Der Mann, der mich verlassen hatte, der Mann, der mich gebrochen hatte, stand da. Sein Haar war grauer geworden. Sein Gesicht sah müde aus, aber seine Augen waren anders. Diesmal waren sie nicht kalt, sie suchten. Für einen Moment erstarrte ich. Meine Hände zitterten, mein Atem stockte. Erinnerungen kamen zurück. Nächte voller Tränen, Tage voller Einsamkeit. Der Moment, als er sagte, er wolle die Scheidung, das Geräusch der Tür, die hinter ihm ins Schloss fiel, all das traf mich auf einmal. Er sprach leise. Er sagte meinen Namen, Alisa. Zuerst antwortete ich nicht. Ich starrte ihn nur an. Dann trat ich beiseite und er kam herein. Wir saßen uns gegenüber, wie wir es schon so oft getan hatten. Aber diesmal war die Atmosphäre anders. Ich war nicht mehr dieselbe Frau. Ich war nicht mehr diejenige, die bettelte. Ich war nicht mehr diejenige, die Angst hatte. Ich war jemand Neues. Er begann zu sprechen. Er sagte mir, er habe meinen Namen in der Zeitung gesehen. Er sagte mir, er habe von meiner Arbeit gehört, davon, wie sehr mich die Leute respektierten. Er sagte, er sei stolz. Seine Worte klangen seltsam in meinen Ohren. Wo war dieser Stolz, als ich seine Hemden mit Fieber gebügelt habe? Wo war dieser Stolz, als ich ihn angefleht habe, nicht zu gehen? Ich hörte schweigend zu. Dann sagte er die Worte, von denen ich wusste, dass sie kommen würden. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte nicht gehen sollen. Ich möchte zurückkommen. Meine Brust zog sich zusammen. Ein Teil von mir wollte schreien. Ein Teil von mir wollte weinen. Ein Teil von mir wollte lachen. Er wollte jetzt zurückkommen, nach all dem Schmerz, nachdem ich mich aus dem Nichts wieder aufgebaut hatte. Ich sah ihn aufmerksam an. Seine Augen waren sanft, fast flehend. Er war nicht mehr der starke, kalte Mann, der einst weggegangen war. Er war jetzt kleiner, schwächer. Aber ich erinnerte mich an alles. Ich erinnerte mich an die Nächte, in denen ich auf dem Boden lag und weinte, bis ich keine Luft mehr bekam. Ich erinnerte mich an die Morgen, an denen ich keinen Grund hatte aufzuwachen. Ich erinnerte mich an die Scham, als ich diese Papiere mit Tränen im Gesicht unterschrieb. Und ich erinnerte mich daran, wie ich mich wieder aufrappelte. Ich erinnerte mich an den ersten Stich, an die erste Münze, die ich verdiente, an den Respekt in den Augen der Frauen, die zu mir aufschauten, an den Moment, als ich in den Spiegel schaute und mir sagte, du bist gut genug. Er fragte erneut, er sagte, er sei einsam. Er sagte, er wolle mich zurück. Er sagte, wir könnten neu anfangen. Tränen füllten meine Augen, aber sie waren nicht für ihn. Sie waren für mich, für die Frau, die diesen selben Mann einst angefleht hatte, nicht zu gehen. Für die Frau, die zurückgelassen worden war, als wäre sie nichts. Ich sagte leise zu ihm, du bist gegangen, als ich dir mein ganzes Leben gegeben habe. Du hast mir die Tür vor der Nase zugeschlagen, als ich auf den Knien lag. Du hast mich verlassen, als ich schwach war. Jetzt bin ich stark und werde nicht zurückgehen. Er senkte den Kopf. Er versuchte zu argumentieren. Er sagte, es täte ihm leid. Er sagte, er sei ein Idiot gewesen. Er sagte, er wolle noch eine Chance. Ich schüttelte den Kopf. Richard, sagte ich vergebe dir, aber ich kann dich nicht zurücknehmen. Ich habe ohne dich meinen Frieden gefunden und werde ihn nicht wieder verlieren. Es war still im Raum. Er sah mich an, aber er konnte es in meinen Augen sehen. Meine Entscheidung war endgültig. Die Frau, die einst für ihn gelebt hatte, existierte nicht mehr. Er ging in dieser Nacht wieder, aber dieses Mal fiel ich nicht zu Boden. Ich weinte nicht, bis ich keine Luft mehr bekam. Ich flehte nicht.
Ich stand aufrecht da. Ich sah ihm nach, wie er wegging, und ich empfand keine Angst. Ich fühlte mich frei. Als sich die Tür schloss, wandte ich mich dem Spiegel zu. Ich sah mein Spiegelbild an. Ich lächelte durch meine Tränen hindurch. Ich flüsterte: Alisa, du hast es geschafft. Du hast dich für dich selbst entschieden. In diesem Moment erkannte ich die Wahrheit. Die Scheidung hatte mich nicht zerstört. Sie hatte mich gerettet. Sie hatte mir eine zweite Chance im Leben gegeben. Und als die Vergangenheit an meine Tür klopfte, war ich stark genug, um Nein zu sagen. Liken, abonnieren und teilen. Als Richard zum zweiten Mal ging, weinte ich nicht. Ich fiel nicht zu Boden. Ich habe nicht gebettelt. Ich stand still da. Und ich spürte eine seltsame Ruhe in mir. Es war keine Wut. Es war keine Freude. Es war Frieden. Jahrelang hatte ich geglaubt, dass er meine Welt war. Jahrelang hatte ich gedacht, dass mein Leben ohne ihn enden würde. Aber jetzt, als ich die Tür hinter ihm schloss, wusste ich die Wahrheit. Ich brauchte ihn nicht. Ich brauchte weder seine Zustimmung noch seine Anwesenheit oder seine Liebe, um zu existieren. Ich hatte mich selbst gefunden, und das war genug. Ich ging zum Spiegel, wie ich es schon so oft zuvor getan hatte. Ich sah die Frau an, die dort stand. Ihre Augen waren jetzt stärker. Ihre Lippen zeigten ein leichtes Lächeln. Ihre Schultern waren gerade. Ich flüsterte mir selbst zu: Du hast es geschafft, Alisa. Du hast überlebt. Du bist gewachsen. Du hast dich selbst gewählt. Die Erinnerungen an den Schmerz waren immer noch in mir. Sie würden nie ganz verschwinden, aber jetzt kontrollierten sie mich nicht mehr. Sie waren Teil meiner Geschichte, aber nicht die ganze Geschichte. Sie waren die Schatten, die mein Licht heller strahlen ließen. Ich dachte über Richards Worte nach. Er sagte, es täte ihm leid. Er sagte, er wolle mich zurück. Vor Jahren hätte ich alles dafür gegeben, diese Worte zu hören. Ich wäre ihm zu Füßen gefallen. Ich hätte ihm dafür gedankt, dass er einfach nur da war. Aber jetzt bedeuteten mir diese Worte nichts mehr. Sie kamen zu spät. In meinem Herzen vergab ich ihm, nicht ihm zuliebe, sondern mir zuliebe. Ich wollte keinen Hass mit mir herumtragen. Ich wollte keine Wut mit mir herumtragen. Ich wollte Frieden. Und Frieden kommt nur, wenn man loslässt. Also ließ ich los. Ich ließ die Jahre los, die ich verschenkt hatte. Ich ließ die Nächte los, in denen ich geweint hatte. Ich ließ die Frau los, die sich für wertlos hielt. Ich schloss dieses Kapitel, nicht mit Bitterkeit, nicht mit Bedauern, sondern mit Anmut. Ich stand am Fenster und flüsterte: Danke, Leben, danke, dass du mich gebrochen hast. Danke, dass du mir beigebracht hast, dass ich mehr bin als das, was ich verloren habe. Danke, dass du mir eine zweite Chance gegeben hast. In den folgenden Tagen arbeitete ich wie gewohnt. Ich half Frauen, die zu mir kamen, um Rat zu suchen. Ich erzählte ihnen meine Geschichte. Ich sagte ihnen die Wahrheit, dass Schmerz einen brechen kann, aber auch stärken kann. Dass Liebe wehtun kann, aber Selbstliebe heilen kann. Dass eine Scheidung nicht immer ein Ende ist. Manchmal ist sie der Anfang. Ich sah Hoffnung in ihren Augen. Einige von ihnen waren dort, wo ich einmal war, weinten still, bettelten um Liebe, fühlten sich unsichtbar. Ich sagte ihnen, ihr seid nicht unsichtbar, ihr seid genug, ihr könnt euch erheben. Und als sie mir auch nur ein wenig glaubten, spürte ich, wie mein Ziel näher rückte. Ich lebte nicht mehr in der Vergangenheit. Ich wartete nicht mehr darauf, dass Richard zurückkehrte. Ich lebte in der Gegenwart. Ich lebte für mich selbst und für andere, die sehen mussten, dass Heilung möglich war.
Eines Morgens wachte ich auf und lächelte ohne Grund. Das war seit Jahren nicht mehr vorgekommen. Ich lächelte nicht wegen jemand anderem. Ich lächelte, weil ich lebte, weil ich frei war, weil ich selbst war. Ich hatte jetzt Reichtum. Ich hatte Respekt. Ich hatte einen Namen, den die Leute kannten. Aber nichts davon war mein wahrer Schatz. Mein wahrer Schatz war Frieden. Die Art von Frieden, die mir niemand nehmen kann. Die Art von Frieden, die entsteht, wenn man sich für sich selbst entscheidet. An diesem Tag wurde mir etwas klar. Die Scheidung hatte mein Leben nicht ruiniert. Sie hatte mir mein Leben zurückgegeben. Sie gab mir die Chance, in dem Alter noch einmal von vorne anzufangen. Sie gab mir die Kraft, mich dem Schmerz zu stellen und trotzdem weiterzumachen. Sie gab mir Freiheit. Ich will nicht lügen. Der Weg war schwer. Es gab Nächte, in denen ich dachte, ich würde nicht überleben. Es gab Morgen, an denen ich mir wünschte, ich würde nicht aufwachen. Aber ich habe überlebt. Ich bin aufgewacht. Und jeder Schritt, jede Träne, jede kleine mutige Tat hat mich hierher zum Frieden geführt. Wenn ich jetzt mit Menschen zusammensitze, verheimliche ich meine Geschichte nicht. Ich erzähle sie offen. Ich erzähle ihnen von dem Schmerz, dem Verlust, den Nächten voller Tränen. Und dann erzähle ich ihnen von der Freiheit, der Freude, dem Frieden, der danach kam. Ich möchte, dass sie wissen, dass es möglich ist, dass das Leben nicht endet, wenn die Liebe endet. Manchmal fragen mich die Leute, ob ich Richard jemals zurücknehmen würde. Ich lächle und sage, ich habe ihm einmal mein Leben gegeben. Jetzt gehört dieses Leben mir, und das ist die Wahrheit. Ich hasse ihn nicht. Ich wünsche ihm nichts Böses. Aber mein Weg ist jetzt ein anderer. Mein Herz ist frei. Meine Seele ist ruhig. Ich wähle den Frieden statt der Vergangenheit. Wenn ich jetzt den Sonnenaufgang betrachte, flüstere ich ein Dankgebet. Nicht für das, was ich verloren habe, sondern für das, was ich gewonnen habe.